Hallo und guten Tag, mein Name ist Renate Dumberger. Ich bin bei der WGeoGIS im Key Account Management tätig. Ich zeige Ihnen jetzt in einem kurzen Beispiel, wie Sie mit der Software WGeoWeb Daten analysieren. In unserem konkreten Fall machen wir jetzt eine Zielgruppenanalyse. Wir sind auf der Suche nach einer bestimmten Altersklasse und nach Personen aus dieser Altersklasse mit einer hohen Kaufkraft. Das sieht folgendermaßen aus. Sie sehen hier die Oberfläche der Software WGeoWeb. Sie sehen schon die Gemeindegrenzen für Deutschland, die habe ich Ihnen bereits angezeigt. Das sind die grauen Strukturen, die Sie hier auf der Karte sehen. Und wir sehen die Attributtabelle. Die Attributtabelle gibt uns Detailinformationen zu den einzelnen Gemeinden. Wir sehen den Namen, wir sehen den Landkreis, dem die Gemeinde zugeordnet ist, wir sehen das Bundesland und wir sehen Kennzahlen, zum Beispiel die Anzahl der Einwohner, auch die Anzahl der Einwohner im Alter von 45 bis 64 Jahren. Wir sehen die Anzahl von Haushalten und wir sehen die Ausprägung der Kaufkraft über den Kaufkraftindex. Jetzt schauen wir uns an, wie sich bestimmte Merkmale räumlich verteilen. Ich habe eingangs gesagt, uns interessiert eine bestimmte Altersklasse und uns interessiert die hohe Kaufkraft. Schauen wir uns an, wo die Personen im Alter von 45 bis 64 Jahren wohnen in Deutschland. Beachten Sie den Farbcode. Rot bedeutet geringe Ausprägung der Altersgruppe, grün bedeutet hohe Ausprägung. Man sieht hier sofort sehr schön die räumliche Verteilung durch die grün eingefärbten Gemeinden. Das gleiche machen wir jetzt mit der Kaufkraft. Wie ist das in Deutschland verteilt? Da bekommen wir sofort ein ganz anderes Bild. Auch hier gilt wieder der Farbcode. Rot gering, grün hoch. Und ja, Sie sehen sofort, dass ich hier eine andere räumliche Struktur und eine andere Verteilung der grün eingefärbten Gemeindegebiete habe. Jetzt interessiert mich die Kombination dieser beiden Merkmale. Das heißt, ich möchte jetzt dann Gemeinden angezeigt bekommen, in denen mehr als 1000 Personen aus meiner Altersgruppe leben und wo ich einen Kaufkraftindex ab 105 und höher habe. Ich bringe das mal zur Anwendung und ich bekomme sofort Inseln, grüne Inseln, wo ich sehe, dort sind meine beiden Merkmalskombinationen besonders stark vertreten. Jetzt schränke ich das Ganze noch räumlich ein. Zum Beispiel interessiert mich im ersten Schritt das Bundesland Bayern. Ich sehe auch hier, wie sich das verteilt in der Karte. Ich mache mal eine Selektion, eine Abfrage, weil ich wissen möchte, wie viele Gemeinden das dann jetzt überhaupt sind. Das wird mir dann auch gleich in der Attributtabelle ausgegeben. Das sind 341 Gemeinden in Bayern, wo ich meine Zielgruppe antreffen kann. Diese Liste kann ich jetzt exportieren, diese selektierten Gemeinden. Das mache ich über das Download-Modul. 341 Gemeinden, hier sehen Sie die Zahl nochmal. Ich klicke auf OK, bekommt es jetzt dann gleich in einer Excel-Liste ausgegeben. Mit dieser Excel-Liste gehe ich dann zu meinem Marketing, zu meiner Marketingagentur, die mich dann beim Bewerben meines neuen Produktes, das zu dieser Zielgruppe passt, unterstützen wird. Das war ein kurzes Anwendungsbeispiel für eine Zielgruppenanalyse. Wenn Sie weitere Fragen haben, besuchen Sie uns auf unserer Homepage www.wgeogis.com oder besuchen Sie auch unseren YouTube-Kanal. Dort finden Sie weitere Videos und Beispiele für Anwendungen. Vielen Dank.